Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal. Aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In der Stille, die dem Morgengrauen vorausgeht, lange bevor die ersten Steine der Pyramiden gesetzt wurden, halten Klänge durch die Flusstäler Nordindiens. Es waren keine geschriebenen Worte, keine in Stein gemeißelten Edikte, sondern mündlich überlieferte Hymnen. Eine gewaltige Bibliothek des Geistes, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Diese Sammlung, bekannt als die Veden, ist mehr als nur alte Poesie. Sie ist ein Fenster in eine verlorene Welt und der Ursprung einiger der tiefsten philosophischen Fragen der Menschheit. Guten Abend. Begleiten Sie mich auf eine Reise in eine Zeit, die so fern ist, dass sie beinahe im Nebel des Mythos verschwindet. Wir begeben uns in das alte Indien, lange bevor die ersten Paläste aus Stein gemeißelt wurden, lange bevor die Lehren des Buddha die Welt veränderten. Wir lauschen in eine Epoche hinein, in der das Wort nicht geschrieben, sondern geatmet wurde. Im Herzen dieser Reise steht ein Monument der menschlichen Sprache und Spiritualität, der Rigveda. Er ist der älteste der 4 Veden, eine Sammlung von über 1000 Hymnen, die als das heiligste und ursprünglichste Textkorpus des Hinduismus gelten. Doch das Wort Text ist hier irreführend, denn der Rigveda wurde nicht für das Auge komponiert, sondern für das Ohr. Er war Klang, Schwingung, eine heilige Resonanz, die Priester und Seher, die Rishis, empfingen und in die Welt sangen. Seine Ursprünge sind eines der großen ungelösten Rätsel der Geschichtswissenschaft. Die gängigste akademische Theorie datiert die Entstehung der ältesten Teile auf die Zeit zwischen 1500 und 1200 vor unserer Zeitrechnung. Dies war eine Periode des Umbruchs auf dem indischen Subkontinent. Die hochentwickelte städtische Induskultur mit ihren geheimnisvollen, bis heute unentzifferten Schriftzeichen war bereits im Niedergang begriffen. Aus den Steppen Zentralasiens wanderten neue Völker ein, die eine frühe Form des Sanskrit sprachen, die Indo-Arier. Sie brachten ihre Götter, ihre Rituale und ihre poetische Tradition mit. Aus dieser kulturellen Synthese, aus dem Zusammentreffen alter und neuer Welten, wurde der Rigveda geboren. Er ist kein einzelnes Buch, das von einem Autor verfasst wurde, sondern ein über Generationen gewachsenes Mosaik. Die Hymnen preisen Götter, die wir heute kaum noch kennen. Sie bitten um Reichtum, langes Leben und Sieg in der Schlacht. Sie enthalten aber auch tiefgründige philosophische Spekulationen über den Ursprung des Kosmos, Fragen, die auch uns heute noch bewegen. Wer war vor dem Anfang? Woraus ist die Schöpfung entstanden? Der Rigveda ist kein historischer Bericht im modernen Sinne, sondern ein Fenster in die Seele einer bronzezeitlichen Kultur, ein Echo ihrer Ängste, Hoffnungen und ihres tiefen Staunens vor dem Mysterium der Existenz. Er ist der Urklang, aus dem so vieles erwachsen sollte. Um die Essenz der Veden zu verstehen, müssen wir uns von der Vorstellung einer gewöhnlichen Sprache lösen. Die Hymnen des Rigveda sind in einer archaischen Form des Sanskrit verfasst, einer Sprache, die von ihren Sprechern nicht nur als Kommunikationsmittel, sondern als Abbild des Kosmos selbst betrachtet wurde. Sie nannten sie Devabhasha, die Sprache der Götter. Für die vedischen Rishis war Sanskrit keine menschliche Erfindung, sondern eine Manifestation der ewigen kosmischen Ordnung, die sie Erta nannten. Erta ist ein zentrales Konzept, das die physikalischen Gesetze des Universums
den Lauf der Gestirne, den Wechsel der Jahreszeiten, aber auch die moralische und rituelle Ordnung umfasst. Die Sprache war der Schlüssel zu dieser Ordnung. Jeder Laut, jede Silbe, jede grammatikalische Regel des vedischen Sanskrit wurde als direkter Ausdruck dieser universellen Harmonie verstanden. Die korrekte Aussprache einer Hymne war daher keine Frage der Ästhetik, sondern eine Angelegenheit von kosmischer Bedeutung. Ein falsch intonierter Vers konnte das Gleichgewicht der Welt stören, ein perfekt rezitiertes Mantra konnte es wiederherstellen und die Götter gnädig stimmen. Diese tiefe Ehrfurcht vor der phonetischen Präzision führte zu einer beispiellosen Entwicklung der Linguistik im alten Indien. Jahrhunderte später, um etwa 400 vor Christus, kodifizierte der geniale Grammatiker Panini diese Sprache in seinem Werk, der Ashtadhyayi. Mit fast 4000 präzisen Regeln schuf er eine vollständige, generative Grammatik des klassischen Sanskrit, ein intellektuelles Meisterwerk, das in seiner logischen Stringenz erst im 20. Jahrhundert von der modernen Computerlinguistik wiederentdeckt und gewürdigt wurde. Paninis Arbeit war jedoch kein Neuanfang, sondern der Höhepunkt einer langen Tradition, die sich der Bewahrung des heiligen Klanges verschrieben hatte. Für die vedischen Menschen war die Sprache nicht symbolisch, sie war performativ. Das Wort schuf Realität. Wenn der Priester das Wort Agni für Feuer aussprach, war dies nicht nur eine Benennung. In diesem Moment der korrekten Artikulation war die Essenz des Feuers im Klang selbst präsent. Die Sprache war ein Werkzeug, um mit den fundamentalen Kräften der Natur und des Göttlichen in Resonanz zu treten. Sie war eine Brücke zwischen der menschlichen und der göttlichen Sphäre, gebaut aus der reinen, unverfälschten Schwingung des Seins. Wir haben nun die heilige Sprache und den tiefen Respekt vor dem Klang berührt. Doch dies wirft eine noch erstaunlichere Frage auf. Wie konnten über 1000 komplexe, poetische Hymnen über einen Zeitraum von mehr als 3000 Jahren fehlerfrei überliefert werden? Und das alles ohne die Hilfe der Schrift? Die Antwort liegt in einer der beeindruckendsten Leistungen des menschlichen Gedächtnisses, der vedischen, mündlichen Tradition. Die Bewahrung der Veden war die heilige Pflicht bestimmter Brahmanenfamilien. Von frühester Kindheit an wurden die Söhne in dieser Kunst unterrichtet. Ihr Geist wurde zu einem lebendigen Archiv, ihr Körper zu einem Resonanzkörper für die heiligen Verse. Doch dies war kein einfaches Auswendiglernen, wie wir es heute kennen. Die Rishis entwickelten ein ausgeklügeltes System von mnemonischen Techniken, um die Reinheit des Textes zu garantieren. Diese Rezitationsmethoden, die Pathas, sind ein Wunderwerk der Texterhaltung. Die einfachste Form ist der Samhita-Patha, die fortlaufende Rezitation des Textes. Um diese zu überprüfen, wurde der Pada-Patha entwickelt, bei dem jedes Wort einzeln und isoliert gesprochen wird, um seine exakte Form zu bewahren. Doch die vedischen Gelehrten gingen noch viel weiter. Im Kramapatha, dem Schrittpfad, werden die Wörter in Paaren rezitiert, das erste mit dem zweiten, das zweite mit dem dritten, das dritte mit dem vierten und so weiter. Noch komplexere Formen wie der Yatapatha und der Ganapatha verweben die Wörter in komplizierten, mathematisch anmutenden Mustern vorwärts und rückwärts. Ein Schüler, der den Ganapatha beherrschte, konnte eine Hymne auf eine Weise rezitieren, die jede mögliche Kombination und Verbindung der Wörter umfasste und so jeden denkbaren Fehler ausschloss. Diese Methode ist so robust,
dass, als die Veden nach Jahrtausenden schließlich aufgeschrieben wurden, die verschiedenen Manuskripte aus den entlegensten Teilen Indiens eine nahezu perfekte Übereinstimmung aufwiesen. Die mündliche Überlieferung hatte sich als zuverlässiger erwiesen als die Kopien der Kopisten. Es war eine Kultur, die dem gesprochenen Wort, dem Shruti, dem Gehörten, einen höheren Wert beimaß als dem geschriebenen Wort, dem Smriti, dem Erinnerten. Die Schrift galt als unrein, als eine Versteinerung des lebendigen Atems der Hymnen. Die wahre Veda existierte nur im Moment ihrer perfekten Rezitation, ein flüchtiger und doch ewiger Klang, der von Generation zu Generation weitergeflüstert wurde. Wenn wir in den Inhalt der vedischen Hymnen eintauchen, begegnen wir einer Welt, die von mächtigen Göttern und Kräften belebt wird. Doch dieses Pantheon unterscheidet sich stark von den späteren Göttern des Hinduismus, wie Shiva, Vishnu oder Ganesha. Die vedischen Devas sind urtümliche, gewaltige Personifikationen der Naturkräfte und der rituellen Elemente. An vorderster Front steht Agni, der Gott des Feuers. Er ist mehr als nur eine Flamme. Er ist das Bindeglied zwischen Menschen und Göttern. Als Priester der Götter und Bote der Menschen trägt Agni die Opfergaben durch den Rauch in den Himmel. Die allererste Hymne des Rigveda ist ihm gewidmet, was seine zentrale Bedeutung unterstreicht. Er ist das Feuer im heimischen Herd, der Blitz am Himmel und die verdauende Hitze in allen Lebewesen. Er ist zugänglich und doch unzähmbar, eine göttliche Präsenz im Zentrum des Rituals. Sein Gegenstück in der himmlischen Sphäre ist Indra, der König der Götter. Indra ist ein archetypischer Kriegsgott, ein Gott des Sturms, des Donners und des Regens. Er ist eine laute, kraftvolle, manchmal unbeherrschte Gottheit, die mit seiner Donnerkeule, dem Vajra, den kosmischen Drachen Vritra erschlägt. Dieser Kampf ist von zentraler kosmischer Bedeutung. Vritra hält die Wasser der Welt gefangen und verursacht eine Dürre. Indem Indra ihn besiegt, befreit er die Flüsse, bringt den Regen und stellt die Ordnung des Kosmos wieder her. Er ist der Beschützer der arischen Stämme, ein Gott, der um Stärke und Sieg in der Schlacht angefleht wird. Eine dritte, besonders mysteriöse Figur ist Soma. Soma ist sowohl eine Pflanze, ein daraus gepresster berauschender Trank, als auch ein Gott. Dieser Trank wurde den Göttern als wichtigstes Opfer dargebracht und von den Priestern während des Rituals getrunken. Er verlieh den Göttern Unsterblichkeit und den Menschen ekstatische Visionen und poetische Inspiration. Die genaue Identität der Soma-Pflanze ist eines der größten botanischen Rätsel der Geschichte und Gegenstand unzähliger Spekulationen. Die Hymnen beschreiben seine Wirkung in leuchtenden Farben als eine Erfahrung, die die Grenzen zwischen dem Irdischen und dem Göttlichen auflöst. Agni, Indra und Soma bilden eine Triade, die die vedische Weltanschauung widerspiegelt. Das Ritual auf der Erde, die kosmische Ordnung im Himmel und die ekstatische Verbindung zwischen beiden. Sie sind keine fernen, abstrakten Wesen, sondern unmittelbare, erfahrbare Kräfte, die das Leben der vedischen Menschen Tag für Tag prägten. Lassen Sie uns nun tiefer in das Herz der vedischen Welt eintauchen, zu einem Konzept, das weit mehr ist als nur eine Zeremonie. Es ist der Motor des Kosmos selbst, das Yajna, das Feuerritual. Stellen Sie sich nicht einfach eine Gruppe von Priestern vor, die den Göttern Geschenke darbringen. Sehen Sie stattdessen eine Handlung von kosmischer Tragweite, eine bewusste Teilnahme am ewigen Kreislauf von Schöpfung und Erhaltung. Für die vedischen Weisen war das Universum kein statisches Gebilde,
sondern ein dynamischer Prozess, der durch das Opfer aufrechterhalten wurde. Das Feuer, Agni, war dabei nicht nur eine Flamme. Er war der göttliche Bote, der Mund der Götter, der die Essenz der Opfergaben, sei es geklärte Butter, Getreide oder der berauschende Soma-Trank, von der menschlichen Sphäre in die göttliche trug. Im Gegenzug für diese Nahrung gewährten die Götter Regen, Fruchtbarkeit, Wohlstand und vor allem Ordnung. Diese kosmische Ordnung nannten sie Irta. Das Yajna war der Mechanismus, um Irta zu bewahren und das Chaos abzuwehren. Die tiefste philosophische Grundlage für diese Weltsicht findet sich in einer der berühmtesten Hymnen des Rigveda, dem Purusha Sukta. Es beschreibt die Schöpfung des Universums als Ergebnis eines gewaltigen ursprünglichen Opfers. Ein kosmisches Urwesen, Purusha, wird von den Göttern geopfert und aus den Teilen seines Körpers entsteht die gesamte Welt. Der Mond aus seinem Geist, die Sonne aus seinem Auge, die Götter Indra und Agni aus seinem Mund, die verschiedenen Gesellschaftsschichten aus seinen Gliedmaßen. Jedes Yajna, das danach von Menschen durchgeführt wurde, war somit eine Nachstellung, eine Wiederholung dieses uranfänglichen Schöpfungsaktes. Es war keine Bitte um Gnade, sondern eine machtvolle Handlung, die die Realität selbst formte und stabilisierte. Die Priester waren keine Bittsteller, sondern kosmische Ingenieure, deren präzise rezitierte Mantras und exakt ausgeführten Handlungen das Gefüge des Universums zusammenhielten. Während der Rigveda die Quelle der heiligen Worte darstellt, ist er nur ein Teil eines größeren, vierfachen Kanons. Die anderen 3 Veden geben uns ein noch umfassenderes Bild der vedischen Ritualwelt und des täglichen Lebens. Da ist zunächst der Samaveda, der Veda der Melodien. Man kann ihn sich als das Gesangbuch des Yajna vorstellen. Er besteht fast ausschließlich aus Versen, die dem Rigveda entnommen sind, aber sie sind neu arrangiert und mit musikalischen Notationen versehen. Der Udgatri-Priester war der Spezialist für diesen Veda. Seine Aufgabe war es, die Hymnen in kunstvollen, langgezogenen Melodien zu singen. Denn der Klang selbst, die Schwingung der Melodie, galt als ebenso wirkmächtig wie das Wort. Die richtige Melodie konnte die Götter erfreuen und die Atmosphäre des Rituals auf eine höhere Ebene heben. Dann kommt der Yajurveda, der Veda der Opferformeln. Dies ist das praktische Handbuch für den Advaryu-Priester, der die physischen Handlungen des Rituals vollzog. Während der Rigveda das Was und Warum lieferte, lieferte der Yajur-Veda das Wie. Er enthält Prosamantras und detaillierte Anweisungen für jeden Schritt des Opfers. Vom Bau des Altars nach exakten geometrischen Vorgaben über die Vorbereitung der Opfergaben bis hin zur präzisen Bewegung jedes einzelnen Ritualgeräts. Er existiert in 2 Hauptfassungen, dem schwarzen und dem weißen Yajur-Veda, die sich in der Anordnung von Formeln und erklärenden Kommentaren unterscheiden. Der 4. und vielleicht faszinierendste Veda ist der Atharva-Veda. Er wurde erst später in den Kernkanon aufgenommen und bietet einen Einblick in eine andere Ebene der vedischen Spiritualität. Während die anderen 3 Veden sich auf die großen öffentlichen Opferrituale konzentrieren, befasst sich der Atharva-Veda mit den Sorgen des Alltags. Er ist eine Sammlung von Zaubersprüchen, Heilungsformeln, Beschwörungen und Flüchen. Hier finden wir Gebete für ein langes Leben, Zauber, um die Liebe eines Partners zu gewinnen, Rituale zur Abwehr von Dämonen und Krankheiten, aber auch Formeln, um Feinde zu schädigen. Er zeigt uns, dass die vedische Welt nicht nur aus kosmischer Theologie bestand, sondern auch aus dem tiefen menschlichen Bedürfnis,
die unmittelbaren Unwägbarkeiten des Lebens zu meistern. Mit der Zeit begannen die vedischen Denker, sich nicht mehr nur mit der korrekten Ausführung der Rituale zufrieden zu geben. Eine neue Frage trat in den Vordergrund. Was ist die tiefere, verborgene Bedeutung hinter diesen komplexen Handlungen? Aus dieser intellektuellen Suche entstand eine neue Schicht vedischer Literatur, die als Brahmanas bekannt ist. Diese umfangreichen Prosatexte sind Kommentare, die den 4 Veden zugeordnet sind. Ihre Aufgabe ist es, die Theologie und Symbolik des Yajna zu entschlüsseln. Sie sind die erste systematische Theologie Indiens. Die Brahmanas lesen das Ritual wie einen kosmischen Text. Jedes Detail, jede Handlung, jedes verwendete Material wird mit einer größeren Realität in Verbindung gebracht. Sie etablieren mystische Korrespondenzen, sogenannte Bandhus. Ein bestimmter Ziegelstein im Feueraltar ist nicht nur ein Ziegelstein, er repräsentiert das Jahr. Die Anzahl der Gesänge entspricht der Anzahl der Jahreszeiten. Der Opferpfosten wird zur Weltachse, die den Himmel und die Erde verbindet. Das Ritual selbst wird zu einem Mikrokosmos, der den Makrokosmos widerspiegelt und beeinflusst. In diesen Texten sehen wir eine entscheidende Verlagerung des Fokus. Die reine Handlung, das Karma, ist zwar immer noch wichtig, aber das Wissen darum, das Jnana, wird mindestens ebenso bedeutsam. Es reicht nicht mehr aus, das Ritual nur durchzuführen. Man muss seine verborgene Bedeutung verstehen, um seine volle Wirkung zu entfalten. Der Priester wandelt sich vom Ritualtechniker zum Mystiker, der die geheimen Fäden erkennt, die die Welt zusammenhalten. Die Sprache der Brahmanas ist oft dicht und schwer zugänglich, voller spekulativer Analogien und esoterischer Gleichsetzungen. Doch sie markieren einen Wendepunkt in der indischen Geistesgeschichte. Den Beginn der Abstraktion, den ersten Schritt weg von der äußeren Handlung hin zur inneren Erkenntnis. Sie bereiten den Boden für die philosophischen Höhenflüge, die noch folgen sollten, indem sie die Frage nach dem Warum in den Mittelpunkt der religiösen Praxis rückten. Der intellektuelle Weg, der mit den Brahmanas begann, führte unweigerlich aus den belebten Siedlungen hinaus in die Stille und Einsamkeit der Wildnis. Dort, fernab der großen Gemeinschaftsrituale, entstand die nächste Schicht der vedischen Literatur, die Aranyakas, die Waldtexte. Wie ihr Name schon andeutet, sind sie das Produkt von Asketen und Eremiten, die sich in den Wald zurückgezogen hatten, um ein Leben der Kontemplation zu führen. Für diese Waldeinsiedler waren die aufwendigen, materiell anspruchsvollen Yajna-Opfer nicht mehr praktikabel. Sie besaßen nicht die Mittel und die Gemeinschaft, um große Feueraltäre zu errichten und komplexe Zeremonien durchzuführen. Doch anstatt das Ritual aufzugeben, verinnerlichten sie es. Die Aranyakas sind das Zeugnis dieses tiefgreifenden Wandels. Das äußere Opfer wird zu einem inneren, meditativen Prozess. Der physische Feueraltar wird durch das innere Feuer der Askese, des Tapas ersetzt. Die Konzentration und die geistige Disziplin, die für die Meditation erforderlich sind, erzeugen eine spirituelle Hitze, die als noch wirkungsvoller angesehen wird als die Flammen des Yajna. Das Atmen selbst wird zu einer Opfergabe. Jeder Atemzug ist ein Darbringen an die Götter im Inneren. Die Aranyakas bilden somit die perfekte Brücke zwischen der ritualistischen Welt der Brahmanas und der rein philosophischen Welt der Upanishaden, die wir als nächstes betrachten werden. Sie sind weniger an der exakten Durchführung äußerer Riten interessiert und mehr an deren mystischer und symbolischer Interpretation. Sie enthalten Wissen, das als zu mächtig und zu gefährlich galt,
um es innerhalb der Dorfgemeinschaft zu lehren. Es war für jene bestimmt, die die weltlichen Verpflichtungen hinter sich gelassen hatten, um sich ganz der Suche nach der ultimativen Wahrheit zu widmen. Die Einsamkeit des Waldes war nicht nur ein Ort des Rückzugs, sondern ein Laboratorium des Geistes, in dem der Fokus endgültig vom Kosmos da draußen auf den Kosmos im Inneren des eigenen Bewusstseins gelenkt wurde. Nach den detaillierten, oft undurchsichtigen Ritualvorschriften der Brahmanas vollzieht sich im vedischen Denken eine stille, aber tiefgreifende Revolution. Der Schauplatz des spirituellen Lebens verlagert sich. Er wandert aus den opulenten, von Priestern bevölkerten Opferarenen hinaus in die Einsamkeit der Wälder. Hier, im Halbdunkel unter riesigen Banyanbäumen, im Zirpen der Insekten und im Flüstern des Windes, beginnt eine neue Ära des Fragens. Dies ist die Zeit der Upanishaden. Das Wort selbst, Upanishad, bedeutet wörtlich sich in der Nähe niedersetzen und evoziert das Bild eines Schülers, der zu Füßen seines Lehrers, seines Gurus, sitzt und lauscht. Doch es geht nicht mehr primär um das korrekte Ausführen von Opferhandlungen. Die Fragen, die nun gestellt werden, sind radikal und existenziell. Was ist die wahre Natur der Wirklichkeit? Was geschieht nach dem Tod? Was ist das Selbst, jener Kern unserer Existenz, der unverändert bleibt, während Körper und Geist sich wandeln? Die Upanishaden sind keine systematischen philosophischen Abhandlungen, wie wir sie aus der griechischen Antike kennen. Sie sind vielmehr Sammlungen von Dialogen, Gleichnissen und tiefgründigen Aphorismen. Weise Männer und Frauen, Asketen und sogar Könige ringen hier um Antworten. Sie suchen nicht mehr nach Göttern, die durch Opfergaben gewogen gemacht werden müssen, sondern nach einem fundamentalen Prinzip, das dem gesamten Kosmos zugrunde liegt. Das Ritual wird internalisiert. Das Opferfeuer, das einst äußerlich brannte, wird nun zum inneren Feuer der Askese und der Meditation. Die Opfergabe ist nicht mehr Butter oder Getreide, sondern der eigene Atem, der eigene Egoismus. Diese Texte markieren den Übergang von einer Religion des Tuns zu einer Philosophie des Seins, von der Liturgie zur Introspektion. Es ist die Geburt der indischen Philosophie, ein intellektueller Wendepunkt, dessen Echo durch die Jahrtausende bis in unsere heutige Zeit hallt und uns dazu einlädt, die gleichen fundamentalen Fragen an uns selbst zu richten. Im Herzen der upanishadischen Lehren funkelt ein Gedanke von solch schwindelerregender Tiefe, dass er das gesamte menschliche Selbstverständnis auf den Kopf stellt. Es ist die berühmte Gleichung Atman ist Brahman. Um diese Aussage zu verstehen, müssen wir die beiden Begriffe entschlüsseln. Brahman ist das absolute, die unpersönliche, allumfassende, unteilbare Realität, die dem gesamten Universum zugrunde liegt. Es ist nicht ein Gott, der die Welt erschafft, sondern das Sein selbst, aus dem alles hervorgeht und in das alles zurückkehrt. Es ist der Ozean. Atman hingegen ist das individuelle Selbst, die Seele, der innerste Kern eines jeden Lebewesens. Es ist das Bewusstsein, das Ich Bin sagt. Es ist der Tropfen. Die revolutionäre Erkenntnis der Weisen der Upanishaden war nun, dass diese beiden nicht getrennt sind. Der Tropfen ist nicht nur im Ozean, der Tropfen ist der Ozean. Die individuelle Seele ist in ihrer Essenz identisch mit der kosmischen Seele. Die berühmte Phrase aus der Chandogya Upanishad, Tat Tvam Asi, das bist du, fasst diese Lehre in ihrer ganzen Wucht zusammen. Ein Lehrer erklärt seinem Sohn,
dass die unsichtbare Essenz, die einem winzigen Samen die Kraft gibt, zu einem riesigen Baum zu wachsen, dieselbe Essenz ist, die in ihm, dem Sohn, wohnt. Diese Erkenntnis hat tiefgreifende Konsequenzen. Wenn das Göttliche nicht irgendwo im Himmel thront, sondern der innerste Kern meines eigenen Wesens ist, dann ist die spirituelle Suche keine Reise nach außen, sondern eine Reise nach innen. Erlösung oder Moksha wird nicht durch Gebete an eine externe Macht erlangt, sondern durch die direkte Realisierung dieser fundamentalen Einheit. Die Trennung zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Ich und Welt, erweist sich als Illusion, als Maya. Das Erkennen von Atman ist Brahman ist das Ende der Entfremdung, die ultimative Heimkehr des Bewusstseins zu seinem eigenen Ursprung. Es ist eine der radikalsten Ideen der Menschheitsgeschichte, die bis heute Philosophen und Suchende inspiriert. Kein Element der vedischen Rituale ist so geheimnisvoll und faszinierend wie Soma. Im Rigveda ist ein ganzes Buch mit über 100 Hymnen diesem Phänomen gewidmet. Soma ist beides, eine Pflanze und ein Gott. Aus der Pflanze wurde durch Pressen und Mischen mit Milch oder Wasser ein berauschender Trank gewonnen, der den Göttern, insbesondere Indra, geopfert und von den Priestern rituell konsumiert wurde. Die Beschreibungen seiner Wirkung sind ekstatisch. Soma verleiht Stärke, Visionen, Unsterblichkeit und eine tiefe Verbundenheit mit dem Göttlichen. Es wird als König der Pflanzen gepriesen, der in den Bergen wächst und von einem Adler oder Falken zu den Menschen gebracht wird. Doch hier beginnt das große Rätsel. Wir wissen nicht, welche Pflanze Soma war. Die detaillierten botanischen Beschreibungen, die wir uns wünschen würden, fehlen in den Veden. Die Identität dieser heiligen Pflanze ging im Laufe der Jahrhunderte verloren. Als die Rituale später in den Brahmanas kodifiziert wurden, wurde Soma bereits durch Ersatzpflanzen ersetzt, was darauf hindeutet, dass die ursprüngliche Pflanze nicht mehr verfügbar oder bekannt war. Diese Leerstelle hat eine jahrhundertelange Suche befeuert. Unzählige Theorien wurden aufgestellt. Der amerikanische Bankier und Amateurmykologe R. Gordon Wasson schlug 1968 vor, Soma sei der Fliegenpilz, Amanita muscaria, dessen psychoaktive Eigenschaften und Verbreitungsgebiet passen könnten. Andere Forscher favorisieren eine Art der Ephedra-Pflanze, die in der verwandten zoroastrischen Tradition als Haoma bekannt ist und stimulierende Alkaloide enthält. Wieder andere Theorien schlagen Steppenraute oder sogar eine Mischung verschiedener Pflanzen vor. Jede Hypothese hat ihre Stärken und Schwächen, doch keine konnte die Wissenschaftsgemeinde vollständig überzeugen. Das Geheimnis des Soma bleibt ungelöst. Es ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie ein zentrales Element einer alten Kultur, eine Substanz, die als Brücke zwischen der menschlichen und der göttlichen Welt diente, spurlos aus der Geschichte verschwinden und uns nur mit poetischen Hymnen und einem ungelösten botanischen Rätsel zurücklassen kann. Die Hymnen des Rigveda malen das Bild einer blühenden Landschaft, die von mächtigen Flüssen durchzogen ist. Unter all diesen Flüssen wird einer mit besonderer Ehrfurcht besungen, die Saraswati. Sie wird nicht als gewöhnlicher Wasserlauf beschrieben, sondern als eine gewaltige, unbändige Muttergöttin, die beste der Mütter, die beste der Flüsse, die beste der Göttinnen. Die Texte beschreiben sie als einen Strom, der von den Bergen bis zum Meer fließt, breit und lebensspendend. Doch wenn wir heute auf die Landkarte Nordindiens und Pakistans blicken, finden wir keinen Fluss, der dieser grandiosen Beschreibung entspricht. Die Saraswati ist verschwunden. Lange Zeit
hielt man die vedischen Beschreibungen für rein mythologische Übertreibungen. Doch im späten 20. Jahrhundert brachte die Satellitenarchäologie eine erstaunliche Entdeckung. Satellitenbilder zeigten die Spuren eines riesigen, ausgetrockneten Flusssystems, das sich genau dort erstreckt, wo die Saraswati vermutet wurde. Dieses Paleo-Flusssystem, heute als Gagga-Hakra bekannt, war einst ein mächtiger Strom, der von Gletschern im Himalaya gespeist wurde. Geologische Untersuchungen bestätigen, dass dieser Fluss um etwa 1900 vor Christus, also gegen Ende der Bronzezeit, aufgrund tektonischer Verschiebungen und klimatischer Veränderungen austrocknete. Das ist der entscheidende Punkt. Entlang der Ufer dieses verlorenen Flusses wurden Hunderte von archäologischen Stätten der Indus-Talkultur, auch Harappa-Kultur genannt, entdeckt. Dies stellt eine faszinierende Verbindung her. Die Kultur, die die Veden verfasste, verehrte einen Fluss, an dessen Ufern die große städtische Zivilisation des Industals blühte. Dies fordert die ältere Theorie einer arischen Invasion, die die Induskultur zerstört haben soll, fundamental heraus. Stattdessen legt es ein komplexeres Bild nahe, eine mögliche Überlappung oder sogar Kontinuität zwischen der späten Harappa-Kultur und den frühen vedischen Völkern. Die Saraswati ist somit mehr als nur ein verlorener Fluss. Sie ist eine Brücke zwischen Text und Archäologie, ein Schlüssel zum Verständnis der tiefen und komplexen Wurzeln der indischen Zivilisation. In der Stille der vedischen Nacht, unter einem Himmel, der noch nicht vom Licht der Städte erhellt wurde, blickten die Weisen nach oben. Sie sahen nicht nur eine Ansammlung von Sternen, sondern eine göttliche Uhr, einen heiligen Kalender, der das Leben auf der Erde lenkte. Dies war die Geburtsstunde von Jyotisha, der Wissenschaft des Lichts. Es war keine Astrologie, wie wir sie heute oft verstehen, ein System zur Vorhersage persönlicher Schicksale. Vielmehr war es eine heilige Astronomie, ein praktisches Werkzeug, um die Harmonie zwischen menschlichem Handeln und kosmischem Rhythmus zu wahren. Das Herzstück dieses Systems waren die Nakshatras, die sogenannten Mondhäuser. Anders als das uns vertraute, sonnenbasierte Tierkreiszeichensystem mit seinen 12 Abschnitten, teilten die vedischen Astronomen den Weg des Mondes am Himmel in 27 oder manchmal 28 Abschnitte. Jedes Nakshatra war ein spezifischer Teil des Himmels, oft markiert durch einen hellen Stern oder eine Sternengruppe, und wurde von einer bestimmten Gottheit regiert. Der Mond, der auf seiner monatlichen Reise durch jedes dieser Häuser zog, wurde zum Taktgeber für das rituelle und landwirtschaftliche Leben. Die Position des Mondes in einem bestimmten Nakshatra bestimmte den günstigsten Zeitpunkt für die Aussaat, für die Ernte und vor allem für die Durchführung der komplexen Yajna-Opfer. Die Kritikas, unsere heutigen Plejaden, signalisierten beispielsweise wichtige Zeitpunkte im Jahreslauf. Ein Ritual, das unter dem falschen Sternenhimmel durchgeführt wurde, galt als wirkungslos, als eine Störung der kosmischen Ordnung. Die vedische Astronomie war somit zutiefst pragmatisch. Sie war eine angewandte Wissenschaft, die es den Menschen ermöglichte, im Einklang mit den Zyklen der Natur und dem Willen der Götter zu leben. Die Sterne waren keine fernen, kalten Objekte, sondern aktive Teilnehmer am Drama des Lebens, Führer und Zeugen, deren leises Licht den Weg durch die Dunkelheit wies. Wenige Konzepte aus der vedischen Welt sind so missverstanden und historisch belastet wie das System der Varnas. Um seine ursprüngliche Bedeutung zu erfassen, müssen wir uns von den späteren, starren Strukturen des Kastensystems lösen und zu seiner Quelle zurückkehren.
einem einzigen, tiefgründigen Hymnus im Rigveda, dem Purusha Sukta. Dieser Hymnus beschreibt die Schöpfung des Universums durch das Opfer eines uranfänglichen kosmischen Wesens, des Purusha. Aus den Teilen seines Körpers entsteht die gesamte Existenz. Der Mond aus seinem Geist, die Sonne aus seinem Auge und aus seinem Körper auch die Struktur der menschlichen Gesellschaft. Es ist ein poetisches, organisches Bild. Aus dem Mund des Purusha, so heißt es, entstanden die Brahmanen, die Priester, Dichter und Bewahrer des heiligen Wissens. Aus seinen Armen wurden die Kshatriyas geboren, die Krieger, Beschützer und Verwalter der Ordnung. Aus seinen Schenkeln gingen die Vaishyas hervor, die Bauern, Händler und Erzeuger des Wohlstands. Und aus seinen Füßen entstanden die Shudras, die Arbeiter, die das Fundament der Gesellschaft bilden. In dieser ursprünglichen Vision ist dies keine Hierarchie der Unterdrückung, sondern eine Metapher für eine funktionale, voneinander abhängige Gemeinschaft. So wie ein Körper nicht ohne Kopf, Arme, Rumpf oder Füße existieren kann, so benötigt die Gesellschaft jede dieser Funktionen, um als Ganzes zu gedeihen. Das Wort Varna selbst bedeutet Farbe oder Ordnung. Es beschreibt eine funktionale Rolle, eine Qualität, nicht zwangsläufig eine unveränderliche, erbliche Kaste, die wir als Yati kennen. Die Idee war, dass jeder Mensch eine natürliche Neigung und Fähigkeit hat, die zum Wohl des Ganzen beiträgt. Die Verfestigung dieses Modells zu einem rigiden, erblichen System der sozialen Schichtung war ein langer und komplexer Prozess, der sich über viele Jahrhunderte nach der vedischen Zeit vollzog. In den ältesten Texten jedoch finden wir den Keim einer Idee von einer kosmisch geordneten Gesellschaft, in der jeder Teil seinen Platz und seine Würde hat, als integraler Bestandteil eines größeren, lebendigen Ganzen. Die Hymnen des Rigveda, so einzigartig sie in ihrer spirituellen Tiefe sind, erklingen nicht in einem historischen Vakuum. Wenn wir genau hinhören, vernehmen wir in ihrer Sprache, dem vedischen Sanskrit, die Echos einer weitaus älteren und geografisch weiter verbreiteten menschlichen Geschichte. Es ist die Geschichte der indoeuropäischen Sprachfamilie. Linguisten entdeckten vor Jahrhunderten verblüffende Ähnlichkeiten zwischen Sanskrit und den alten Sprachen Europas. Nehmen wir den obersten Gott des vedischen Pantheons, den Himmelsvater. Sein Name ist Dyaus Pitar. Dies klingt bemerkenswert ähnlich wie der griechische Zeus Pater und der römische Jupiter, die alle auf einen gemeinsamen Urnamen für den Himmelsvater in einer rekonstruierten proto-indoeuropäischen Sprache zurückgehen. Das vedische Wort für Feuer, Agni, ist unverkennbar verwandt mit dem lateinischen Ignis und dem slawischen Ogon. Das Wort für Gott, Deva, teilt seine Wurzel mit dem lateinischen Deus und dem altnordischen Tivar. Diese sprachlichen Fossilien sind jedoch nur die Oberfläche. Darunter liegen gemeinsame mythologische Strukturen. Die vedischen Ashwins, göttliche Zwillinge, die auf Pferden reiten und die Morgenröte bringen, finden ihre Gegenstücke bei den griechischen Dioskuren, Kastor und Pollux und in baltischen Überlieferungen. Die zentrale vedische Mythe von Indra, dem Gottkönig, der den kosmischen Drachen Vritra erschlägt, um die Wasser der Welt zu befreien, spiegelt ähnliche Mythen vom Kampf eines Wettergottes gegen eine Seeschlange wider, die wir von Griechenland bis nach Skandinavien finden. Diese Verbindungen deuten nicht auf eine direkte Beeinflussung hin, sondern auf ein gemeinsames Erbe. Sie erzählen die Geschichte eines urzeitlichen Volkes, das vor Jahrtausenden in den Steppen Eurasiens lebte und dessen Nachkommen in Wellen nach Europa, Persien
und Indien zogen. Sie nahmen ihre Sprache, ihre Götter und ihre Geschichten mit und entwickelten sie in ihren neuen Heimaten weiter. Die vedischen Texte sind somit ein Fenster, nicht nur in die Seele des alten Indiens, sondern auch in die ferne Vergangenheit eines großen Teils der Menschheit. Wie stellte sich der vedische Mensch das Universum vor? Seine Landkarte des Kosmos war keine physikalische, sondern eine spirituelle. Sie beschrieb keine bloßen Orte, sondern Ebenen der Existenz, die durch Rituale und göttliche Kräfte miteinander in ständiger Verbindung standen. Das grundlegende Modell war das der 3 Welten, der Triloka. Zuunterst lag Buloka, die Erde, die Welt der Menschen, der Tiere und Pflanzen. Darüber spannte sich Antariksha, der Zwischenraum, die Atmosphäre. Dies war die Domäne der Winde, der Wolken und der Geister, ein dynamischer Raum, der die obere und untere Welt verband. Und ganz oben thronte Dyauloka, die himmlische Welt, der Wohnsitz der Götter, das Reich des Lichts und der Unsterblichkeit. Diese 3 Ebenen waren nicht hermetisch voneinander getrennt. Sie wurden durch eine unsichtbare Weltachse, einen Axis Mundi, zusammengehalten. In den Ritualen wurde diese Achse durch den Opferpfosten, den Yupa, symbolisiert, der physisch in die Erde gerammt wurde, aber geistig bis in den Himmel reichte. Das gesamte Gefüge wurde von einem unsichtbaren, aber allmächtigen Prinzip zusammengehalten, RTA. RTA ist die kosmische Ordnung, die Wahrheit, der universelle Rhythmus. Es ist das Gesetz, das die Sonne aufgehen und untergehen lässt, die Jahreszeiten wechseln und die Sterne ihre Bahnen ziehen lässt. Es ist aber auch die moralische Ordnung, die das richtige Handeln vom Falschen unterscheidet. Die Götter waren nicht die Schöpfer von Irta, sondern seine Hüter und Garanten. Die größte Angst der vedischen Menschen war das Anrita, das Chaos, die Unordnung, die Lüge. Und hier kam die entscheidende Rolle des Menschen ins Spiel. Durch das Opfer, das Jaina, nahmen die Menschen aktiv an der Aufrechterhaltung von Irta teil. Der Opferrauch, getragen vom Feuergott Agni, stieg von der Erde durch die Atmosphäre zu den Göttern im Himmel auf. Er nährte die Götter und gab ihnen die Kraft, die Ordnung der Welt zu bewahren. Das vedische Universum war also kein passives Schauspiel, sondern ein partizipatives Drama, in dem Götter und Menschen gemeinsam dafür verantwortlich waren, das Licht der Ordnung gegen die Mächte der Finsternis zu verteidigen. In den stillen Korridoren der vedischen Überlieferung begegnen wir Bildern von großer Macht und Schönheit. Götter, die auf von prächtigen Tieren gezogenen Wagen durch den Himmel reisen. Surya, der Sonnengott, in seinem von 7 Rossen gezogenen Wagen. Indra, der auf seinem himmlischen Elefanten oder in einem goldenen Gefährt in die Schlacht zieht. Diese Bilder sind das Herzstück vedischer Poesie, Metaphern für kosmische Kräfte, für die Bewegung der Gestirne, für die unergründliche Macht der Natur. Doch in der modernen Zeit wurden diese poetischen Visionen zu etwas völlig anderem umgedeutet. Zu Blaupausen für antike Flugmaschinen, die sogenannten Vimanas. Es ist eine faszinierende, aber historisch unhaltbare Vorstellung. Die Idee hochentwickelter, technischer Fluggeräte findet sich nicht in den 4 Kernveden. Die Beschreibungen dort sind eindeutig mythopoetisch. Die Quellen, auf die sich moderne Vimana-Theorien oft berufen, stammen entweder aus viel späteren Epen wie dem Ramayana, wo sie immer noch als magische, nicht als technische Objekte beschrieben werden, oder aus Schriften wie der Vaimanika Shastra, die nachweislich erst im frühen 20. Jahrhundert verfasst wurde. Es handelt sich um ein klassisches Beispiel
für eine rückwirkende Projektion unserer eigenen technologischen Ängste und Hoffnungen in die Vergangenheit. Anstatt die Texte auf ihre eigenen Bedingungen zu hören, als Ausdruck einer tiefen, spirituellen und poetischen Weltsicht, versucht man, sie in das Korsett moderner Science-Fiction zu zwängen. Die wahre Magie der vedischen Himmelswagen liegt nicht in hypothetischen Propellern oder Quecksilberantrieben. Sie liegt in ihrer Fähigkeit, das Unaussprechliche in Worte zu fassen. Die majestätische Ordnung des Kosmos, den ewigen Tanz von Licht und Dunkelheit und die Ehrfurcht des Menschen vor den Mächten, die sein Schicksal lenken. Ein Vimana ist kein Flugzeug. Es ist ein fliegender Palast der Vorstellungskraft. Ein Symbol für die Fähigkeit des Geistes, sich über das Irdische zu erheben und das Göttliche zu berühren. Diese poetische Wahrheit ist unendlich reicher und tiefgründiger als jede pseudo-wissenschaftliche Fantasie. Kein antiker Text existiert im luftleeren Raum. Er wird gelesen, übersetzt und interpretiert durch die Brille späterer Epochen. Und die Veden sind dafür ein eindringliches Beispiel. Als europäische Gelehrte im 18. und 19. Jahrhundert erstmals systematisch mit diesen Texten in Berührung kamen, brachten sie ihre eigenen Vorannahmen mit. Geprägt von der Aufklärung, dem Kolonialismus und biblischen Geschichtsmodellen, versuchten sie, die Veden in ein ihnen verständliches Schema zu pressen. Eines der wirkmächtigsten und umstrittensten Ergebnisse dieser Phase war die Arya-Einwanderungstheorie. Gelehrte wie Max Müller, fasziniert von den sprachlichen Verbindungen zwischen Sanskrit, Griechisch und Latein, postulierten eine Invasion hellhäutiger, nomadischer Arier aus Zentralasien, die die dunklere, indigene Bevölkerung unterworfen und ihre vedische Kultur etabliert hätten. Dieses Modell, das europäische Vorstellungen von Rasse, Eroberung und nationaler Identität widerspiegelte, prägte das Verständnis der indischen Geschichte für über ein Jahrhundert. Es diente nicht nur zur Rechtfertigung der britischen Kolonialherrschaft, die sich als Nachfolger früherer Eroberer sahen, sondern wurde paradoxerweise auch von einigen indischen Nationalisten und Reformbewegungen aufgegriffen und umgedeutet. Diese koloniale Linse verzerrte jedoch den Blick auf den Inhalt. Die Veden wurden oft als primitive Naturverehrung missverstanden, als eine frühe, unvollkommene Stufe auf einer evolutionären Leiter, die unweigerlich zum Monotheismus führen musste. Die komplexe Ritualistik, die subtile Philosophie und die zyklische Weltsicht passten nicht in das lineare Fortschrittsdenken der Zeit. Heute hat die Wissenschaft die simple Invasionshypothese weitgehend durch komplexere Modelle von Migration und kulturellem Austausch ersetzt. Doch die Geister der Vergangenheit sind hartnäckig. Die alten Missverständnisse leben in modernen Mythen fort, sowohl in esoterischen Kreisen, die nach verlorenen Superzivilisationen suchen, als auch in politisch motivierten Neuinterpretationen der Geschichte. Die Veden wurden so zu einem Schlachtfeld der Identitäten, belastet mit dem Gewicht von Jahrhunderten der Fremd- und Selbstdeutung. Ihre Botschaft zu hören, erfordert daher, dass wir uns dieser Last bewusst werden und versuchen, den Schutt der Interpretation beiseite zu räumen. Die vedische Zeit war keine statische Epoche. Sie war ein langer, fließender Prozess, der unmerklich in das überging, was wir als das Zeitalter der großen indischen Epen kennen, das Mahabharata und das Ramayana. Dieser Übergang war keine Revolution, sondern eine tiefgreifende Evolution, bei der die Samen der vedischen Gedankenwelt aufgingen und neue, prächtige Blüten trugen.
Das Fundament blieb vedisch. Kernkonzepte wie Dharma, die kosmische Ordnung, das richtige Handeln, die Pflicht, wurden vom abstrakten Prinzip der Veden zum zentralen dramatischen Motor der Epen. Der gesamte Konflikt des Mahabharata ist letztlich eine herzzerreißende Untersuchung der Natur des Dharma in einer unvollkommenen Welt. Auch das vedische Pantheon wandelte sich. Götter wie Indra, der kriegerische König der vedischen Devas, und Agni, der Feuergott, treten in den Epen zwar noch auf, aber ihre zentrale Bedeutung schwindet. An ihre Stelle rücken neue Manifestationen des Göttlichen, die in den Veden nur angedeutet wurden: Vishnu, der Erhalter, und Shiva, der Zerstörer und Erneuerer. Vor allem Vishnu tritt durch seine Avatare, seine menschlichen Inkarnationen Rama und Krishna, in den Mittelpunkt. Die Beziehung zwischen Mensch und Gott verlagerte sich vom formellen, präzisen Ritual des Yajna hin zu einer persönlicheren, emotionaleren Form der Hingabe, bekannt als Bhakti. Die philosophischen Spekulationen der Upanishaden, die das vedische Ritual nach innen kehrten und nach der ultimativen Realität des Brahman und Atman fragten, bildeten den intellektuellen Nährboden für die tiefgründigen Dialoge der Epen. Die Bhagavad Gita, jenes Juwel im Herzen des Mahabharata, ist im Grunde eine brillante Synthese upanishadischer Weisheit, angewandt auf die existenziellen Fragen von Pflicht, Tod und Erlösung. Die Epen nahmen die vedische Kosmologie, ihre Götter und ihre ethischen Grundprinzipien und webten sie in gewaltige narrative Teppiche, die das Leben von Königen, Kriegern und Asketen erzählten. Sie machten die abstrakte Philosophie greifbar und gaben den alten Göttern neue, menschlichere Gesichter. Sie waren die Brücke, über die das vedische Erbe aus dem exklusiven Kreis der Priester in das Herz und die Vorstellungskraft des gesamten Volkes gelangte. Die Klänge der vedischen Hymnen sind nach mehr als 3000 Jahren nicht verstummt. Sie haben sich verwandelt, sind durch unzählige Generationen geflossen und prägen unsere heutige Welt auf Weisen, die uns oft gar nicht bewusst sind. Das Erbe der Veden ist kein Relikt in einem Museum. Es ist ein lebendiger Strom, der weiterhin Kulturen, Philosophien und das Leben von Millionen von Menschen speist. Sein direktestes und offensichtlichstes Erbe ist der Hinduismus selbst. Die Veden gelten als Shruti, als das Gehörte, die offenbarte, zeitlose Wahrheit, die allen späteren Traditionen zugrunde liegt. Vedische Mantras werden auch heute noch bei den wichtigsten Lebenszeremonien, von der Geburt über die Hochzeit bis zum Tod, in ganz Indien und in der Diaspora rezitiert. Das heilige Feuer des Yajna brennt symbolisch in jedem Tempel und auf jedem Hausaltar weiter. Aus den philosophischen Spekulationen der Upanishaden erwuchsen die großen Schulen der Vedanta-Philosophie, die bis heute die indische Spiritualität dominieren und tiefgründige Antworten auf die Fragen nach der Natur der Realität, des Selbst und des Göttlichen geben. Doch der Einfluss der Veden reicht weit über Indien hinaus. Konzepte, die ihre Wurzeln in dieser alten Gedankenwelt haben, sind zu globalem Allgemeingut geworden. Die Idee des Karma, das Gesetz von Ursache und Wirkung, das unser Schicksal formt, ist ein integraler Bestandteil des westlichen spirituellen Vokabulars geworden. Ebenso die Vorstellung der Reinkarnation, des Kreislaufs von Tod und Wiedergeburt. Praktiken wie Yoga und Meditation, die heute weltweit zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden praktiziert werden, sind untrennbar mit der philosophischen Suche nach Selbsterkenntnis verbunden, die in den Upanishaden ihren Anfang nahm.
Selbst unsere Sprache trägt Spuren dieser fernen Vergangenheit durch die indoeuropäische Sprachfamilie, die Sanskrit mit so vielen westlichen Sprachen verbindet. Die Veden erinnern uns daran, dass die tiefsten Fragen der Menschheit – wer sind wir? Was ist unser Platz im Kosmos? Wie sollen wir leben? – zeitlos sind. Sie sind ein monumentales Zeugnis für die Fähigkeit des menschlichen Geistes, nach Bedeutung zu suchen und eine Ordnung im Universum zu erkennen. Ihr unsterbliches Erbe liegt nicht in Dogmen, sondern in den unendlichen Möglichkeiten der Interpretation und der Inspiration, die sie uns auch heute noch bieten.